Am 20.02.2020 starte ich pünktlich um 2:20 Uhr los. Gleich erlebe ich meine erste Überraschung. Brigitte und Tommy stehen mit einem Transparent vor der Türe und wünschen mir nochmals viel Glück. Los geht meine Reise entlang der Leiter über Sebenstein nach Leupersbach im Burgenland. Das ist die Geschichte. Sieht die katholische Kirche recht schön. Ja, super. Und wie weit ist es noch circa? Das sind vielleicht jetzt, ich sag jetzt einmal 3 Kilometer. Ja, super. Dankeschön. Mit wem habe ich denn gesprochen? Mit einem gewissen Herrn Luxander Alfred. Sehr gut, danke. Im Gasthaus zur Tenne wird es dann mit den Gasthausbesitzerbrüdern noch lustig. In Meierhofen in der Steiermark komme ich kurz nach einem Mord beim Tatort vorbei. Wie ich erfahre, hat der Nachbar gerade seine Frau erschossen. Aber super schöne Gegend und der Dings ist heute, Februar ist müde, gell? Traurigen Tag haben wir. Wieso? Ja, da unten beim letzten Haus. Es wird gestorben, Da hat oder? der Mann die Frau erschossen. Na, geh Eine auf. Stunde, vor 1,5 Stunden. Bist deppert. Ja, ist ein bisschen im Streit reingekommen, angeblich. Gehen ist die älteste Fortbewegungsart des Menschen. Und so wie in grauen Vorzeiten tauche ich abseits der Dörfer ganz in die Natur ein. Ich wandere direkt an der Riegersburg vorbei und treffe einige Kilometer später bei Karpfenstein auf einen Bauern. Steirer Seppel? Ja. Sagst du dir Steirer Seppel? Nein, weil wir der Steiermark hat mehr Josef haben, weil das der Schutzpatron ist für Ist eh die klar, Steirer. ja. Von Gedessen. Aber ist schon zu warm jetzt, gell, für die Zeit, ha? Ja, viel zu warm, zu trocken auch. Naja, ist ja Wahnsinn. Ich gehe jetzt da um. Aber Aber das Land ist schön. Ja, nein, aber es ist ein Staub ja überall. Nein, es ist Weißt du, da einer, ich kann nur da reinfahren, wenn es so trocken ist wie jetzt Ja, da mit ja, der Gülle. ja. Was ist das da außen schon nass? naja, Normal. sicher. Das ist feucht, aber heute ist Na, halt jetzt geh warm. zu dir und hol mir noch ein Bier, bist weit weg, gell? Hm? Jetzt geh zu dir und hol mir noch ein Bier, bist weit weg, gell? Ja, ich bin Nein, da. das ist zu weit. Dort Ich- ist, nein, ich bin wenn da du ganz- gesagt hättest, dort war ich gegangen, aber... Ich bin ganz auf die Straße nein, raus. nein, nein. Danke, unglaublich. Jetzt bist du hergefahren für ein Bier, das finde ich super. Dankeschön. Ich weiß nicht, was du gern hast. Ja, alle drei auf einmal, wenn es geht. Niemals hätte ich das geglaubt. Leute, es macht echt Spaß. Willi Scherer, ja, Ja, aus Marktl bei Straden. ja, Also Marktl war der frühere Propsteikammernes, sind Ja. wir nicht. Aber hast du gleich ja, Marktl ja. am Ende, nicht? ja, Ja, weil mich das auch interessiert. Ne? ja, Ich bin super. zwar kein Wanderer, ich bin beim Gehwerk nicht so gut beieinander, aber interessiert mich sehr. Das Schöne am Wandern ist, dass man durch das geringe Tempo die Umgebung viel intensiver wahrnehmen kann. Man öffnet sich und hat Zeit. Eine schöne Erfahrung. It lies unopened in my hand. It gives no sign of what is bringing. Herrlich, man kann sich das gar nicht vorstellen. What I've planned. Es ist heute Fasching-Dienstag und es ist total warm. Hung heavy on Mit dem Wetter habe ich bis jetzt echt Glück gehabt. Der Weg führt mich entlang der Mur nach Ehrenhausen. Gleich über dem Fluss liegt Slowenien. Mein kompletter Schultergürtel schmerzt jetzt schon. Nicht alles, was ich auf der Reise mitgenommen habe, war notwendig. Ein paar Sachen habe ich in der Pension zurückgelassen. Jetzt trage ich nur mehr 15 Kilo. Der Pfarrer in Ehrenhausen empfängt mich sehr freundlich und schon habe ich einen Faschingsspaß. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Ja, grüß Gott, wie geht's Ihnen denn? Waren Sie heute schon in der Kirche? Danke, mir geht's ganz gut, ja. Das ist Dreimal sehr schön. Ave Maria gebetet. Sehr brav. Ja, Ich kann nur sagen, die Kirche aus Ehrenhausen ist wirklich schön. haben wir schon ein schönes Flecken da bei uns. Herr Pfarrer, ich möchte mich nur bedanken für alles. Bitte gerne, ist ja kein Problem. Super, Immer Dankeschön. wieder willkommen bei uns, Dankeschön, ja? danke. Gut, zum Gruße. Das Wetter hat gedreht, es schneit. Und die Bauern freuen sich. Es ist der erste Niederschlag seit über 2 Monaten. Am nächsten Tag wieder Kaiserwetter, dafür ist es eiskalt. Ich bewege mich jetzt weiter in Richtung Westen. Mein Weg führt mich bei einer netten Schnapsbrennerfamilie vorbei. Bei der Familie wo? Stiebler in Stiebler. Leutschach an der Weinstraße. Leutschach an der Weinstraße. Und was sieht man im Hintergrund? Im Hintergrund sieht man die Bauern. Der ist im Grenzgebiet zwischen Steiermark und Kärnten. Okay, Trennt die beiden Bundesländer. sehr schön. Und was ist das für ein Schnaps? Haut mit der Viere oder haut mit der zurück? Der hat die Viere, das ist der Schnaps von der Mama. Bis die nächsten 1000 Kilometer übergeht. Und welchen Namen hätte ich noch gern gewusst? Andrea? Christian, Roland. Roland, Alles Dankeschön Gute. für die Einladung. Oder was kostet der? Ich meine, Einladung. Das ist natürlich eine Einladung. Na Das ist eine super, Einladung. Dankeschön. Prost. Das muss was anderes sein an der Weinstraße, oder? Beschwingt setze ich meinen Weg zwischen den Hopfenplantagen fort. Eibischwald erreiche ich um 20 Uhr. Es gibt kein warmes Essen mehr im Hotel. Zum Glück hat noch in 1,2 Kilometer Entfernung ein kleiner Türke offen. Dort bekomme ich noch eine Pizza. Eibiswald. Im Klöpferkeller. Im Klöpferkeller, super. Bei der Familie? Michelitsch und Zwanzleiter. Ja, genau. Wie lange gibt es das Hotel jetzt schon da? 1860, seit 1860 Wirtshaus, seit 14. Jahrhundert ist der älteste Trakt. Okay, Wahnsinn. Und das ist ganz ein verliebtes, frisches Paar, ist das richtig? Sehr, sehr frisch. Na oh ja, das merkt man. Der streichelt das Kind und die Frau gleich. Das ist ein Wahnsinn. 3 Kinder füllen. 3 Kinder sind in Schule und Ja, Kindergarten. frisch verliebt. Und wie viele Kinder sind schon da? 3 oder 4? 4 haben wir insgesamt. Ja. Bist du narrischer Wahnsinn. Na, das ist wirklich schön. Naja, Dankeschön Und bin fürs... ich auch am Überlegen, ob ich so eine Wanderung einmal mache. Na, das war nicht schlecht. Und Sie firmen das jetzt drauf am Sobot. Ich nehme dir das mit auf. Na super. Das ist ganz lässig. Ich fast in dieselbe Gegend. Ja. Danke. Und am nächsten Morgen lerne ich die Gastgeberfamilie kennen. Sie bringen mir das Gepäck zur nächsten Abendstation. Meine Brandverletzung an der Hand, die ich mir am letzten Tag in der Arbeit zugezogen habe, wird nur sehr langsam St. besser. Lorenzen ab Eibiswald. Geh. Ja. Das ist schon St. Lorenzen Das jetzt. ist ja St. Lorenzen ab Eibiswald. Ja. Wenn du da weitergehst, kommst du auf Rotwein, Sobot, Okay. genau bis in Kärnten. Ach so, ich muss heute eher am Sobot auf. Wie lange habe ich denn da noch? Zu ist Ja. 4-5 Stunden. Ja, das haben wir, aber wisst ihr, der Wind Der Wind kalt. geht, ja, nein, Jetzt ist schon kalt, ich muss mich jetzt dann wenn ich darf, bei dir Ja, umziehen. gerne, ja. Der Schnee wird tiefer und der böige Wind wird immer stärker, je weiter ich hinaufkomme. Und noch eine Wiese und noch eine Wüste. Es gibt keine Grenze, es gibt keinen Halt. Es gibt keinen Halt. Bei -4 Grad erreiche ich mein Quartier. Ich bin froh, ein Dach über den Kopf zu haben. Schon wieder bin ich der einzige Gast. Dafür gibt es hier ein warmes Essen. Der Hausherr des Alpengasthauses ist auch Wanderer. Seine Tipps
wie man mit Stöcken richtig geht, sind Gold wert, wie sich das in den nächsten Tagen herausstellt. Wind. Und ich muss sagen, meine Kleidung ist unglaublich gut. Wahnsinn, es hat jetzt so -4 Grad, ich bin auf 1300 Meter. Es geht zum Soboter Stausee und nochmals auf 1340 Meter. Danach bin ich in Kärnten. Hier auf der Rückseite der Sobot lässt der Wind deutlich nach und der Blick Richtung Großglockner überwältigt mich. Hier spüre ich das erste Mal die Glückseligkeit, allein zu sein. Meine Jause nehme ich auf der Anhöhe zu mir. Mit Dankbarkeit, dass ich das erleben darf, blicke ich in die Ferne. Margot, die erste Begegnung im Kärntner Land, lässt mich gleich spüren, dass die Kärntner das Herz am richtigen Fleck haben. Wo bist du eigentlich? Oder drin da, die Landwirtschaft, oder? Wo ein Raum gesehen was bei der Einfahrt, das kurz geschlittert und die Steine. Ah, dort oben. Dort sind wir mehr. Okay. Dort sind wir mehr. Gibt es da so ein Gasthaus, wo man schlafen kann? Gell? Gasthaushütten bei Cementi. Cementi, aber ein zweites gibt es in der Stadt drin. Ja, auch das noch, ist gell? Gasthaus. Da wird. Aber, Das ist auch gut. Ja. Das habe ich gelernt. okay, ja. Das ist auch gut. Und der Hütten wird das aber auch in Ordnung. Ja, das Der ist aber gleich vorher, Ja, gell? wenn du oben kommst, die Straßen oben, wo geht die von Slowenien auf die Ja. Straßen, da kommst du die Markt rein. Genau. Bis du wieder gerade oben kommst, ist die Straße. Na super, du bist der Wahnsinn. Da hätte man schon oben gesehen. Ja, sag, mit wem habe ich denn geredet? Markut. Mit der Margot? Sophie, ja. Mit der Sophie. Super, Sophie. Über Nacht kommt die Kraft zurück. Ich merke einen deutlichen Anstieg meiner Kondition. Die Landschaft neben der Trau ist unglaublich. Die Ruhe abseits der Zivilisation lässt mich auf einigen Plätzen innehalten. Die Strecke führt mich teilweise durch märchenhafte Wälder. Ich bin der Harald. Wie heißt du? Harald, Harald? ja. Harald, danke fürs Video. Das Wetter reißt auf und hinter der Wolkendecke kann man die Karawanken sehen. Vorbei an der Burg Ollenbruck im Rosental begegne ich Ulrike. Von dir. Ich bin die Ulrike. Ulrike, Ja. erzähl mir mal bitte, Ja. wie du überhaupt daher kommst oder warum du überhaupt da bist, du jetzt gerade da wanderst. Wie ist das gegangen? Ja, ich bin eine Zugeraste aus dem Lavantal Okay. und 40 Jahre im Rosental und bei den schönen Bergen da. Ja. Und ich möchte dir nur sagen, ich habe gelernt, wo du zu Fuß warst, warst du wirklich. Super, das ist auch toll. Von ihr werde ich das erste Mal auf Corona aufmerksam gemacht. Heute meine Mittags- und Jausenstation. Sehr gesellig, wunderbare, lustige Kärntner sind da. Und wenn wir jetzt ein Hetz haben, der Ali und der Ali. Die letzten Tagesetappen durch Österreich ziehen sich 38 bis 44 Kilometer. Aber mein Körper hat sich schon ganz gut an die Strapazen gewöhnt. Endlich Ankunft in Arnoldstein. Das Gebiet ist seit der Antike besiedelt. Dort auf einen Felsen über der Gailitz ruht seit dem 11. Jahrhundert die Klosterburg. Nach über 3 Wochen gibt es ein Wiedersehen mit Manu. Sie wird mich durchs Kanaltal begleiten. Die Freude ist groß. Glücklich im Hause Rosenario angelangt, geht es in Arnoldstein in ein Restaurant. Der Gesangsverein hat gerade im Lokal Probe.
was mein Mund die Zahn hat kennen, sing ich heute so für mich. Was mein Mund die Zahn hat kennen, sing ich heute so viel. Der nächste Morgen präsentiert sich tief verschneit. Im Hause Rosenario wird heftig über Corona debattiert. Danielo ist Italiener, er ist begeistert von meinem Vorhaben. Er verspricht mir, egal was passiert, er holt mich überall heraus und bringt mich zurück. Sind wir gelandet? Ja. In welchem Hause sind wir gelandet? Wir sind jetzt in der Ortschaft wo? Seltschach. Und bei der Familie? Um uns einen mühsamen Abstieg von 5 Kilometer zu ersparen, schlage ich vor, stattdessen die dicht befahrene Eisenbahnbrücke der Südbahn zu überqueren. Es ist ein kleines Risiko. Auf lockeren Pflastersteinen, rutschig und verschneit, überqueren wir die stark frequentierte Brücke. Es herrscht höchste Anspannung, während wir die 200 Meter überqueren. In Tavis angekommen, führt uns ein nettes pensioniertes Ehepaar zu einer Osteria. Sì. No, mio marito faccio il giro a Santiago di Compostela. Sì. 800 Sì, per 3-4 mesi. Ein Glas Prosecco hebt die Stimmung wieder. Die Nachrichten über Corona spitzen sich zu, aber wir gehen weiter auf der alten Bundesstraße ins Kanaltal hinein. Immer weniger Menschen sieht man und immer mehr Lokale sind geschlossen. Wir müssen durch Tunnels gehen, es ist höllisch laut und beengend. Endlich in Italien, aber schon in Pontebba zeigt sich, dass das Virus mächtiger ist als ich. Im Ö1 Morgenjournal wird verkündet, dass die Grenzen zu Italien dicht gemacht werden. Wir rufen Danielo an, er holt uns, wie versprochen, zurück. Ein schnelles Und das ist die Rettung. Ein schnelles Wiedersehen. Ein schnelles Die Rettung. Ich dachte, ich komme erst in einigen Monaten wieder zurück, doch 60 Kilometer hinter der italienischen Grenze ist meine Pilgerreise vorerst vorbei. So viele Jahre habe ich mich auf diese Wanderung gefreut und jetzt macht mir Corona einen Strich durch die Rechnung. Nach 536 Kilometer ist meine Wanderung somit zu Ende. 2 volle Jahre später, doch mit dem ersten Abbeben der Pandemie, ergreife ich die Chance und mache mich erneut auf den Weg. Mein Freund Tommy bringt uns nach Pontebba. Die ersten 2 Tage durchs restliche Kanaltal bis St. Daniele hinunter werde ich wieder von Mano begleitet. Wieder müssen wir durch dunkle Tunnels. Zum Glück habe ich meine Stirnlampe dabei. Wieder heraus werden wir durch einen traumhaften Blick auf Wasserfälle belohnt. Morgens ist es eiskalt. Kurz vor St. Daniele geht's nicht mehr weiter. Die in der Karte eingezeichnete Brücke gibt's nicht mehr. Zu der geplanten Tagesetappe von 35 Kilometer kommen damit 10 Kilometer dazu. Trotz meiner Erfahrung vom Wanderreiten, solche Sondereinlagen lassen sich nicht vermeiden.
In San Daniele angekommen, hole ich mir meinen ersten Pilgerstempel in Italien. Danach wird der beste Prosciutto der Welt verkostet. Nach einem gemütlichen Essen trennen sich unsere Wege. Brigitte und Tommy fahren mit Manuela nach Hause und ich gehe alleine weiter. Es muss ja nicht immer die Touristenpanoramastrecke sein, wenn ich auf Wanderschaft gehe. Gerade die abwegigen Pfade besitzen für mich den eigentlichen Reiz. Bei meiner ersten Rast in Pinzano lerne ich Paolo kennen. Er erzählt mir, dass es Krieg zwischen Russland und Ukraine gibt. Krieg in Europa? Betroffen gehe ich weiter. Paolo from Friuli. Friuli. Pinzano Pagamento. Okay, grazie. Entlang der Gleise kann ich so manche Schluchten leicht überqueren. Ich verlasse die Region Udine nach Pordenone. Vorbei an der Prosecco-Region Venetien erstrecken sich im Norden die verschneiten Südalpen. Stadtbesichtigung in Sacile. Der Ort wird aufgrund der Architektur und der vielen Kanäle auch Klein Venedig oder Garten Venedigs genannt. Tags darauf habe ich eine nette Begegnung mit einem 90-jährigen Mann und seiner 85-jährigen Frau. Bei einem Bier plaudern wir über das Leben und das Glück, gemeinsam alt werden zu dürfen. Hello, come stai? Molto male. Sì. Parlare tedesco? No. No? Poco. Poco. Io poco italiano. Perché ho fatto militare a Vipiteno. Ah, militare Austria? No, Vipiteno. Ah, Sì, non Austria, Italia ancora. Dio nome? Bruno? Sì. Bruno, quanti anni? 90. 90? Sì. Catastrofe, Wahnsinn. Che buon. Sì? Oh, foto, video. Ok. Oh, Bruno, wow. Perfetto, Bruno. Sì. Das Wagel habe ich ihm geholfen herführen. Und jetzt lädt er mir auf ein Bier ein, der Bruno. 90 Jahre, unglaublich. No? Per te? Ma? No problema? Ah, sì. Super! 90 anni! Buongiorno! Buongiorno! Mio nome è Alberto! Alberto? Alberto! Oh, bello! Sì? Mi hai aiutato a staccare il carro fin qua. Che bravo! Ma voglio carico. Una piccola birra, ok? Sì. Una fotografia. Quanto anni te? 85. 85? Wow! Sì, va per 86. Oh, ok, bravi! Basta essere sempre contenti e allora la vita è... Bruno perfetto! Grazie! Prendo il bicchiere. Sì. Una, due. Bruno and... Santina. Grazie. Die beiden organisieren mir ein Quartier in Chiavera del Montello und ich komme privat bei Maria und Roberto unter. In der Provinz Treviso lerne ich, wie man Nussbäume richtig zurückschneidet.
Quanto quadratchilometri? 50.000 metri quadrati. Fabio e te? Il mio nome è Nicola. Okay, Nicola, and we are here in Borgoluzze. Burgoluzze. Okay. Grazie. Ciao, buon viaggio. Ja, grazie. Wo immer ich einen kleinen Bach sehe, ich steige hinein. Das stärkt die Durchblutung und verhindert Blasen. Von Mario werde ich unerwartet zum Mittagessen eingeladen. Io nome? Mario. Mario, regione... Qua, Treviso. Treviso? Sì. Treviso, ok. Siamo a Trevignano qua. Ok, Fabio, mille grazie. Pensati quando sei arrivato. Sì. Ecco. Buona giornata. Grazie anche a te e buona fortuna. Ok, grazie. Ciao. Vor davor. So unglaublich, dass es sowas gibt. Alles möglich. Jetzt bin ich da, werde ich eingeladen von Italiano Perfetto. Michele e Mario, grazie mille. Wow. Ai. Per te. Come per me? Se fai il brindisi? Sì. Sì. Grazie. Prego. Ciao. Mio nome per te. Giorgia. Giorgia. E mamma e papà ok? Sì? Sì. Mario, mille grazie per il buon tempo. Niente, volentieri. Grazie. E quando arrivi là mi fai una preghiera per me. Sì. Bravo. Ciao Alberto, io porto la tua borsa in hotel, nella home dell'hotel. Sì. E Ti auguriamo un buon viaggio. un buon viaggio. Ok, Mi grazie raccomando. mille. In Zitadella komme ich zu einer Sitzdemonstration gegen den Ukraine-Krieg. Mit der Hoffnung, dass es etwas bewirkt, gehe ich mit meinen Gedanken auf baldigen Frieden weiter. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. Ruhe- und Besichtigungstag in Vicenza. Sie gehört zu den reichsten Städten Italiens, bekannt durch Schmuckwaren und Textilindustrie. Über enge Straßen geht es wieder zurück in die Natur. Bei meiner nächsten Übernachtung im Familienbetrieb L'Albara Agrituristica bin ich gleich ins Familienleben integriert. Dort lerne ich eine besondere Form der italienischen Gastlichkeit kennen. Wasser und Wein stehen am Tisch. Es gibt 5 Gänge. Das Essen wird durch den Koch auf Zuruf serviert. Jeder kann so viel haben, wie er möchte. Nach Montagnana bringen mich die Wasserkanäle fast zur Weißglut. Immer finde ich meinen Weg. Doch dann, 5 Kilometer vor meinem nächsten Ziel, versperrt mir das Wasser den Weg. Wo ist die nächste Brücke? Links oder doch besser rechts? Ich spreche ein Pärchen an, das auf der anderen Kanalseite spazieren geht. 7 Kilometer ist es bis zur nächsten Brücke. Doch die beiden holen mich von dort ab und bringen mich ins nächste Quartier. Ohne die 2 hätte ich das nie geschafft. An diesem Tag bin ich schon weite 43 Kilometer gegangen. Patrizia o Matteo? Mille grazie Patrizia e Matteo. Grazie. Chibum, chibum.
Der Canale Bianco führt mich nach Ostilga. Davor überquere ich den Po. In der Stadt tausche ich in einem Sportgeschäft meine Schuheinlagen und hole mir in der Kirche bei Don Alessandro einen Stempel. Una foto, grazie. Don Alessandro. Don Alessandro, mille grazie. Grazie a te, grazie a te, grazie a te. A tidal wave of tears, light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Abseits der Kanäle fällt mir zum ersten Mal der viel zu trockene Boden auf. Ich verlasse Venetien und komme in die dritte Region Italiens. Ich durchquere Emilia-Romagna. Zeitig bin ich aufgestanden, um ein Naturspektakel zu erleben. Ein wunderschöner See erwacht. Kilometerlang bin ich wieder alleine auf meiner Reise durch das Naturschutzgebiet Secchia. Jeder Schritt überwältigt mich. Tief in mir spüre ich Glückseligkeit. And think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. E fiume mio nome, fiume? Secchia. Secchia. Che bello. Una volta era bello. Angekommen in Castellagrano habe ich noch einen steilen Aufstieg nach einem überwältigenden Tag. Oh, ich habe genug geraucht. Cool. Cool, dass ich das erleben darf. Dankbar. Wahnsinn. Bei Maria in San Valentino finde ich eine Unterkunft und verbringe einen Ruhetag in dieser schönen Natur. Tuo figlio? Lei sì, lei no. È grande. Lei è piccola. Quindi cosa devo dire? Sono Lara dell'agriturismo San Valentino? Sì. Ok. Pensiona? Or hotel? Agriturismo. Agriturismo. Ok. E agriturismo per Lambrusco. Lambrusco, ma che Lambrusco? Meglio i tortelli. Ok, grazie.
In einem kleinen Dorf treffe ich zwei rüstige Freundinnen. Die eine ist 93 und die andere wird im Juli 95. Ich erzähle, wo ich hinwandere, aber die beiden bezweifeln, dass ich bis am Abend bis in das 25 Kilometer entfernte Toano komme. Schaue ich wirklich schon so abgekämpft aus? Siamo due amiche. Due amiche? Sì. Quanto anni? Io abito qui. Quanti anni hai? Ne ho tanti che non li so. Sono 80? più giovani di lei, 92, vado nel 93. Oh no. Lei è più vecchia ancora. Io sono più vecchia, ne ho 95 a luglio. No, 90? 5 a luglio. Adesso ne ho ancora 90. No possibile 95? Sì, a luglio. Stiamo qua. Grandiosa, grandiosa, gratulazione, gratulazione. Adesso dove vai fino te? Fino in Santiago di Compostela. Sì, ma adesso vai su dove vai? Covano, oder? A Tovano? Sì. Dove? Im Vorgebirge wird es immer kälter. Ich verbringe eine Nacht in einem Zimmer ohne Heizung bei 4 Grad. Mio nome. Ruzzola. Ruzzola? Ruzzola. Ok. Ruzzola. Io no. Perché c'è qua in Umbria e tanto qua in Emilia e Umbria ce n'è tante. Ok. Un po' nel Lazio, Aha, verso Roma, Perugia. Buon. Durch Zufall komme ich bei einem alten Traditionsspiel der Region vorbei. Beim Ruzzola rollt man die Scheibe über ein Feld zu einem vorher festgelegten Ziel. Bei der weiten Distanz gar keine einfache Sache, wie man sieht. Anschließend sitzt man bei einem Glas Lambrusco gesellig zusammen. In diesem Abschnitt von Emilia Romagna darf mir nichts passieren. 2 Tage lang treffe ich keine Menschenseele. Durch die monotone Bewegung tauche ich ganz in meine eigene Gedankenwelt ein. Zeitweise gehe ich wie in Trance. Man kann sich selbst wunderbar verlieren. Beim Wandern geht es vielleicht gar nicht so sehr um sich selbst zu finden. Viel eher geht es darum, sich selbst zu verlieren und sich dann vielleicht am Ende des Weges selbst zu finden. Es ist spät. 5 Kilometer vor Colagna treffe ich einen Einheimischen. Er hält es für unmöglich, nach den 33 Kilometern, die ich schon hinter mir habe, heute mein Ziel noch zu erreichen. Er erzählt mir, es sind noch 10 Kilometer. Ich wusste aber, dass es nur mehr 5 Kilometer sind. Man darf sich nicht verunsichern lassen. Ah, Santiago. Noch 2000 Kilometer. Spagna. Ja. Jetzt bin ich schon 1000 Kilometer gegangen. E adesso dove vai? Adesso Colagna e dopo? Colagna Fermo. fermo, sì. Colagna e... Sì. Na super. E qua vicino? 3 chilometri? No, ci saranno 5? una decina, 10 chilometri. 10? Sì, No. Sì, 3. In Cologna treffe ich einen Bergführer, der mir wertvolle Tipps für gute begehbare Wege für die nächsten Tage gibt. Io mi chiamo Pietro. Pietro, Tutti mi chiamano Grotta. Pietro, molto grandissimo. Ottimo, vai, alla grande. Die Wege sind schwierig zu gehen, teilweise geht man Schluchten rauf und runter. Der Weg ist jetzt schon ziemlich
In den letzten 2 Tagen bin ich 1800 Höhenmeter gegangen. Vom Pass Corretto geht's dafür bis La Spezia nur mehr bergab. In der Nähe von Fivizzano in den Bergen darf ich in einem alten Steinhaus übernachten. In Bettola muss ich über den Fluss Magra. Die alte Brücke wurde abgerissen, die neue ist fast fertig. Derzeit führt der Weg über eine 9 Kilometer entfernte Brücke. So weit will ich nicht gehen. Ich steige über die Absperrung und will über die halbfertige Brücke gehen. Ein Mann stellt sich mir in den Weg. Alle Diskussionen helfen nicht. Der Brückenbaumeister gibt seine Brücke nicht frei. Das Wasser ist glücklicherweise nicht so tief. Über Steine springend erreiche ich mit nassen Füßen das andere Ufer. Über eine Stunde hat mich die Aktion gekostet, aber dennoch besser, als bis zur anderen Brücke zu laufen. Rasch die Schuhe gewechselt und ab nach La Spezia. Nach 4 Wochen werde ich heute meine Frau wieder treffen. Sie wird mich eine Woche durch Cinque Terre begleiten. La Spezia ist eine Hafenstadt in Ligurien, wenige Kilometer von der Regionalgrenze zur Toskana entfernt. Sie liegt an einem tiefen Naturgolf, bekannt auch unter dem Namen Golf der Poeten. Neben Schifffahrtsmuseum und den wunderschönen Gärten merkt man in der Stadt die Seefahrertradition. Ich hole mir einen Stempel und gehe das erste Mal seit meiner Abreise zum Friseur. Erster Tag gemeinsam in der Wildnis. Jetzt sieht Mano, wie meine täglichen Wege aussehen. Rio Maggiore ist das östlichste Dorf der Cinque Terre und hat seine mittelalterliche Struktur mit eng nebeneinander stehenden sogenannten Turmhäusern erhalten. Wir nutzen einen Eisenbahntunnel als Abkürzer. Angeblich streikt die Bahn, sicher sind wir uns aber nicht. Schnell passieren wir die 2 Tunneln. Dahinter gleich ein steiler Hang. Das Einzige, was hier wächst, ist Wein. Um die Gärten zu kultivieren, haben die Italiener dort einen einzigartigen Lastenzug gebaut. Wie eine Hochschaubahn, allerdings mit einem einzigartigen Panorama. Die Gegend gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die 5 Dörfer auf Italienisch Cinque Terre liegen in einer Hügellandschaft. Es geht hinauf und hinunter. Die Einheimischen nennen den Weg zwischen den Dörfern die Meer- und Himmelwanderung. Und so steigen wir mehrfach am Tag vom Ufer bis in die höheren Hügellagen hinauf. Nach einem anstrengenden Tag geht man dann mit seinem schweren Rucksack so in die Kamera. Jetzt hat er Stufen. Es hört nicht. Im Monte Rosso al Mare gehen wir an der Statue des Neptuns vorbei. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Statue bombardiert und verlor seine Arme, Dreizack und eine riesige Muschel.
Und der nächste Tunnel. Ein bisschen Risiko muss sein. Zwischen den Autokolonnen bleiben nur wenige Sekunden, um von einer Nische zur nächsten zu gelangen. Es ist Ende März und die Menschen sind schon am Strand und gehen baden. In Recco treffen wir beim Besuch der Kirche auf den Pilgerpfarrer von Italien. Er begrüßt uns freundlich, gibt mir eine Segnung im Pfarrgarten und lädt uns anschließend zum besten Eis von ganz Ligurien ein. Ein einmaliges Erlebnis. Okay. Oh. Boah. Molto bello. Firma. Sì, This is the chef. Buongiorno, buongiorno. Da Vienna a Santiago a piedi. Io darei guacamole, non basta. Quindi le macine alla Michino. Weiter geht es nach Genua. Die Stadt ist fast unerträglich. Der Lärm und die Hektik, der viele Verkehr, die Zustände in der Zivilisation stimmen mich sehr nachdenklich. Nur weg von hier. An der Küste wird es wieder ruhiger und entspannter. Stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi addosso al vento, non chiedo più di tanto, anche se muoio sono contento, non si fide. In Savona liegt ein riesiges Kreuzfahrtschiff im Hafen. 337 Meter Länge, 36 Meter Breite. Für mich im Moment unvorstellbar, auf so einem schwimmenden Hotel Zeit zu verbringen. Die Woche mit Manu verging viel zu schnell. Das Ende der gemeinsamen Wanderung naht. Ciao, ciao. Am Strand kommen wir noch bei einer italienischen Hochzeit vorbei.
E come lacrime la pioggia mi ricorda la sua faccia, io la vedo in ogni goccia come cade su Doch dann geht es schnell. Im Finale Liguri, erschöpft nach vielen Erlebnissen, verlässt mich Mano. Der Zug bringt sie zurück. Wann werde ich sie wieder sehen? In der Spaghetteria in Albenga, wo schon viele prominente Gäste waren, konnte ich ohne Pasta nicht vorbei. Mitten im Wald treffe ich auf eine Kommune. Die Typen sehen alles andere als vertrauenswürdig aus. Ich komme nicht einmal dazu, sie zu filmen. Schon bin ich wieder dahin. Ein Glück, dass ich diesen Burschen entkommen konnte. In Imperia treffe ich auf einen Pilger, der in 2 Tagen seine Pilgerreise von der Grenze Frankreichs startet. Okay, good luck, friend. 40 Kilometer vor dem Grenzübertritt nach Frankreich treffe ich auf ein französisches Pilgerpaar. On s'envoie un message quand on est arrivé à destination. Okay, okay. Marie and Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, okay. Tell me what you... So we left France 1 month and a half ago. Yes. And we left our jobs to go to work for 1 year to Jerusalem. Wow, So wow. I'll say wow, this is so great. Die beiden gehen von Paris bis nach Jerusalem. 1 Jahr sind sie insgesamt unterwegs. Ein mutiges Unterfangen und ein tolles Ziel. Die beiden haben alles hinter sich gelassen. Die Begegnung beschäftigt mich. Auf den letzten Kilometern in Italien treffe ich noch auf einen Arzt, der mir auch Unglaubliches erzählt. Mit 80 Jahren ist er noch jeden Tag 15 Kilometer zu Fuß unterwegs. Remo. Und quanto anni te? 80. 80, sì. Sì. Wow. Un giorno quanto chilometri a piedi? 15 al giorno. 15? Tutti i giorni? Tutti i giorni, sì, sì. Wow. Wow, bravissimo, bravissimo. Gratulazione. Adesso mi spoglio un po' perché fa troppo caldo. Allora Sì, troppo caldo per mio. Grazie. Arrivederci. Arrivederci, buon viaggio. Grazie. Hinter Sanremo geht es den Radweg entlang durch einen 1,7 Kilometer langen Tunnel, Capo Nero genannt, und kommt auf der anderen Seite in Frankreich heraus. Das beneidenswerte Klima und die tolle Vegetation faszinieren mich auf meinem Weg durch Ligurien. Nach 1164 Kilometer zu Fuß in Italien komme ich nach Frankreich.